Viele Leute unterschätzen diesen Indikator grundlos. Jetzt zeige ich Ihnen, wie ich mit diesem Indikator in eine einzige Handelssitzung 5000 $ verdient habe. Glauben Sie es nicht? Schauen Sie zu und sehen Sie es selbst. Hallo zusammen, in diesem Video werde ich die Frage beantworten, wie kann man 5000 $ in einer Handelssitzung mit dem Parabolik-SAR-Indikator verdienen kann. Ich bin mir sicher, dass viele Leute von diesem Indikator gehört haben, obwohl er nicht so populär ist, kann er jedem von Ihnen helfen, Ihren Handel zu verbessern. Oder wenn Sie auf der Suche nach zusätzlichen Tools sind, um Ihre Strategie zu verbessern. Mein heutiges Ziel ist es, die ursprüngliche Einzahlung zu verdoppeln, da auch meine Einzahlung 5000 $ beträgt. Sie können sich also das gleiche Ziel setzen, Ihre Einzahlung zu verdoppeln, indem Sie das gleiche Risikomanagement wie ich beitreten. Der Dealbetrag ist heute 1000 $, da sind etwa 20% der Einlage. Natürlich ist das kein konservativer Handel, sondern eher ein riskanter. Aber heute werde ich versuchen, Ihnen zu erklären, wie Sie Geschäfte finden, die Ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit einen schönen Gewinn bringen. Ich bin sicher, Sie wissen alle, wie man den Indikator hinzufügt. In der oberen linken Ecke klicken wir auf das Indikatormenü, klicken auf Parabolik-SAR und nehmen die Einstellungen vor, die ich Ihnen jetzt zeige. Bringen Sie die Nullen nicht durcheinander, das ist sehr wichtig, denn die Standardeinstellungen dieses Indikators passen überhaupt nicht zu uns. Man sollte nur diese verwenden. Wir klicken auf Speichern und stellen sicher, dass sich die Oberfläche des Indikators ändert. Lassen Sie uns nun ein wenig über die Theorie sprechen. Der Indikator sieht aus wie diese Punkte in der Grafik. Je mehr Punkte es gibt und je größer der Abstand zwischen ihnen ist, desto stärker ist der Trend. Wir können verstehen, dass der Trend erst hier beginnt, etwa hier zum Beispiel, während hier die aktive Phase des Trends ist. Denn es gibt viele Punkte, an der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich groß. Anhand dieser Punkte können wir erkennen, dass der Trend zwar noch da ist und bereits bestätigt wurde, aber nicht so schnell wie dieser, etwa hier zum Beispiel. Daher würden wir in dieser Situation vorsichtiger handeln als zum Beispiel an dieser Situation wie hier. Nun zum Kern unserer Strategie. Der Trend gilt als bestätigt, wenn mindestens 10 Punkte gezählt werden können. Hier sind es offensichtlich mehr als 10 und hier auch und hier. Die wichtigste Regel ist, wenn wir einen bestätigten, steigenden oder fallenden Trend mit dem Indikator sehen. Ich denke, es ist schwierig, hier einen Fehler zu machen. Dies ist ein steigender Trend, dies ist ein fallender. So. Bei einem Aufwärtstrend handeln wir nur nach oben, während eines fallenden Trends nur abwärts. Das ist die wichtigste Regel. Lassen Sie sich hier nicht verwirren. Aber ich denke, es ist ziemlich einfach, nicht kompliziert. Wir sehen einen bestätigten, steigenden oder fallenden Trend. Und das letzte, worauf man warten sollte, bevor man ein Geschäft tätigt, ist die Bestätigung des Einstiegs. Um einen guten Einstiegspunkte zu finden, nutzen wir die Kerzenanalyse und zusätzliche Faktoren wie Trendlinien zum Beispiel. Wir werden darüber im Detail sprechen, wenn wir mit dem Handel beginnen. Also Leute, lasst uns das erste Geschäft in dieser Handelssitzung abschließen. Wie Sie bereits verstanden haben, müssen wir mindestens 5 oder 6 profitable Geschäfte machen, um unser Ziel zu erreichen. Was sehen wir hier außer dem Hauptindikator? Neben dem Parabolik-SAR und neben dem bestätigten Aufwärtstrend, der sich wirklich gut entwickelt, sehen wir eine Trendlinie hier. Wir ziehen eine Trendlinie durch 2 beliebige Umkehrpunkte und sehen, dass der Kurs beim dritten Mal auf diese Linie fehlt. Er könnte also auch ein drittes Mal von dieser Linie abprallen. Aber ein zusätzlicher Vorteil des Deals, sozusagen, es gibt einen zusätzlichen bestätigten Faktor, der Indikator selbst bestätigt, dass es jetzt einen schönen Aufwärtstrend auf dem Markt gibt.
Wir steigen also zu einem sehr günstigen Zeitpunkt ein. Ich würde sogar sagen, wir sind zum besten Zeitpunkt eingestiegen, der uns einen Gewinn gebracht hat. Ich würde jetzt noch nicht einsteigen, denn es besteht die Gefahr, dass wir eine lokale Korrektur erleben. Aber nach der Korrektur, warum nicht einsteigen? Das ist eine gute Frage. Lassen Sie uns die nächste Handelssituation finden. Wir haben also eine weitere Gelegenheit, in diesen Markt einzusteigen. Wir eröffnen ein 2000 Dollar Geschäft für einen Anstieg. Lassen Sie mich erklären, warum. Zunächst einmal der gleiche Trend, der gleiche Trading, der auch zum 4. Mal und zum 5. Mal gearbeitet. Aber darüber hinaus hat sich hier ein Muster namens Verschlungen gebildet. Das ist, wenn es eine rote Kerze und eine grüne Kerze gibt und der gesamte Einstieg wird von einem Rückgang verschlungen oder der gesamte Rückgang wird von der nächsten steigenden Kerze verschlungen, wie in diesem Fall. Sowohl die rote als auch die grüne Kerze haben eine ähnliche Größe. Das gibt uns eine gewisse Zuversicht, dass der gesamte vorherige Rückgang wieder nach oben gebracht wird und die Aufwärtsbewegung weitergeht. Also immerhin handeln wir während eines Aufwärtstrends. Wir können also zuversichtlich ein solches Geschäft machen, auch trotz der nächsten Kerze. Die Kerze erscheint grün, aber sie bildet sich nicht so sicher, wie wir es uns wünschen würden. Jedenfalls bekommen wir unseren Gewinn. Das schien mir ziemlich sicher zu sein. Wir kehren also zum ursprünglichen Betrag des Deals zurück und warten auf einen sicheren Moment. Denn in dieser besonderen Situation würde ich von Geschäften absehen. Also Freunde, kommen wir zum nächsten Geschäft. Auch diese Situation ist sehr einfach. Zunächst einmal haben wir einen kleinen Risikofaktor. Der Aufwärtstrend ist erst am Anfang. Aber es gibt einen sehr schönen Fall, um ein Beispiel für ein Kerzenmuster zu sehen und es zu verdeutlichen. Es gibt diese schöne Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen abwärts gerichteten Schatten. Sobald sich diese Kerze also vollständig ausbildete, öffne ich ein Geschäft aufsteigend, denn die nächste Kerze muss zu 100% grün sein. Lassen Sie uns noch einmal klären, wie es aussieht. Sehen Sie, wir warten darauf, dass sich diese Kerze bildet. Wir öffnen das Geschäft hier sofort und diese Kerze, diese grüne Kerze, bringt uns einen Gewinn. Ja, er ist vielleicht nicht so sicher und groß, wie wir ihn uns wünschen, aber es bildet dabei. Wir haben einen Gewinn. Was bedeutet diese Kerze? Wahrscheinlich war sie rot und sah so aus, aber dann während dieses Sturzes kamen Käufer auf den Markt und brachten den Preis wieder nach oben. So endete die Kerze mit diesem kleinen Körper und hinterließ diese große Spur. Das bedeutet, dass sich die Käufer auf dem Markt durchsetzen, so dass die Grafik bereit ist, weiter zu steigen. Also Leute, was sehen wir auf dieser Grafik? Nehmen wir eine horizontale Ebene und setzen sie auf den letzten Höchststand. Jetzt können wir feststellen, dass zwei vorherige Höchststände wurden überwunden. Das ist der dritte. Wir müssen den Kurs über den letzten Höchstwert fixieren. Das wird ein Kaufsignal sein. Natürlich ist es besser, hier nach einer kleinen Korrektur einzusteigen. Wir werden sehen, ob das passiert oder nicht. Wenn der Kurs wieder auf das Niveau zurückgeht, wäre das super. Das wäre ein hervorragender Zeitpunkt, um ein Kaufgeschäft abzuschließen. Wenn nicht, werden wir je nach der Situation handeln. Wie Sie sehen, befindet sich der Trend in seiner aktiven Phase. Wir sehen das sowohl an der Kerzengrafik als auch daran, dass sich der Abstand zwischen den Indikatorpunkten langsam vergrößert. Wir werden bald eine Entscheidung über das Geschäft treffen. Also, es gibt keine große Korrektur, aber ich riskiere und mache einen Deal für einen Anstieg hier, nachdem sich diese Kerze gebildet hat, weil der Preis für einige Zeit angehalten hat. Es würde also Sinn machen, wenn sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Hier muss mit einer grünen Kerze gerechnet werden. Es bleiben noch 45 Sekunden, beobachten wir.
So, die nächste Kerze sah aus wie eine steigende grüne Kerze. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ein Deal ist noch übrig. Ich denke, $500 sind genug für den letzten Deal. Schauen wir also nach der nächsten Situation und fassen die heutige Handelssitzung zusammen. Also, was sehen wir hier? Lassen Sie uns einen Deal machen und ich werde versuchen, diese Situation zu kommentieren. Zunächst einmal haben wir diesen schönen, langen und starken Aufwärtstrend bestätigt, nachdem er für einige Zeit und Kraft gewonnen hatte. Dann kam es zu einer Korrektur, aber die Korrektur wurde erfolgreich beendet, was man an diesem Muster erkennen kann. Es sind diese zwei Kerzen. Die letzte fallende Kerze wurde stark von dieser grünen Kerze verschlungen und beide Kerzen haben ziemlich große Abwärtsschatten, die wahrscheinlich auf das Auftreten eines starken Käufers auf dem Markt hinweisen. Der Kursrückgang wird wieder aufgefangen, sodass die Grafik jetzt schnell weiter steigt. Ich hoffe, das ist klar. Beobachten wir jetzt. Also Leute, ich denke, es gibt keinen Zweifel, dass wir unseren Ziel bereits erreicht haben. Übrigens möchte ich Sie zu meiner heutigen Handelssitzung einladen, die ich kostenlos auf meinem Telegram-Kanal durchführe. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter diesem Video. Und das Wichtigste, wir ziehen den gesamten heutigen Gewinn jetzt ab. Stellen Sie sicher, dass Sie das auch tun, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben, Ihren Gewinn zu fixieren und Ihr Geld aus dem Markt zu nehmen, ist es sehr wichtig. Also das Geld wird in ein paar Stunden eintreffen. Ich verabschiede mich nicht, weil wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen werden. Tschüssi.